Hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Konstanze und wie ihr seht, wohnen wir hier im Pfarrhaus. Ich wohne hier mit meinem Mann Adrian zusammen zur Miete und der Adrian ist hier der evangelische Pfarrer. Dann kommt mal rein. Das Haus ist in den 60ern gebaut. Wir wohnen hier jetzt seit 3 Jahren und haben relativ viel verändern dürfen, glücklicherweise. Ja, wir sind hier in unserem großen Flur. Das wäre hier alles recht dunkel. Also das heißt, die Steine hier waren dunkel, braun, rot, so wie das Haus von außen. Und das durften wir weiß streichen und damit hat sich irgendwie alles verändert und das Haus ist viel heller geworden. Hier in die Richtung geht es direkt dann in das erste kleine Amtszimmer vom Adrian. Und als wir zum ersten Mal in dieses Haus reinkamen, ist mein Blick durch das Fenster gegangen und ich habe diesen riesen Feigenbaum gesehen vor dem Fenster, der da so fast reinspringt in diesen Raum. Und da wusste ich, okay, der Raum muss grün werden. Und wir haben dann auch die Schränke, die Schrankwand, das sind so IKEA-Pax-Schränke, auch in der gleichen Farbe wie die Wandfarbe lackiert. Hallo, ich bin Adrian, Konstanzes Mann. Ich bin evangelischer Gemeindepfarrer. Das ist einer meiner beiden Amtsräume. Ganz vor Ewigkeiten saß hier mal die Gemeindesekretärin, da war das ein abgetrennter Raum. Und von hier aus geht es dann auch direkt weiter in das zweite offizielle Amtszimmer. In dem Raum habe ich mich für dieses kräftige Gelb entschieden. Das ist dem Sofa geschuldet, das hatten wir auch schon vorher und da war klar, das muss die Farbe aufnehmen. Also ich liebe das so, wenn sich die Möbel dann so einfügen, eine andere Textur haben und von der Farbe ähnlich sind wie die Wände. Und ihr könnt es ja vielleicht schon hier so ein bisschen sehen, was hier rumliegt an Farbkarten und 3D-Visualisierungen. Ich beschäftige mich da beruflich damit, Räume schön zu machen. Ja, und ich finde gerade so schön, wie man das aus Museen auch viel kennt, dass man so alte Bilder durch so eine kräftige Wandfarbe erst so richtig zum Strahlen bringt. Und das habe ich hier an dieser Wand auch umsetzen wollen. Den Boden haben wir auch verändert. Da sind die dunklen Fliesen drunter und ist auch alles rückbaubar. Also der Boden darunter ist unversehrt und man würde dann einfach den oberen Boden abnehmen. Und was ich total schön finde auch ist, dass diese Treppe hier so geradlinig vorläuft, dass man schon vom Eingangsbereich sieht, man schaut Richtung Wohnzimmer und Esszimmer und die Treppe läuft so gerade rauf. Das habe ich super gerne. Und jetzt gehen wir mal in die Küche. Wir sind hier in unserer roten Küche. Unter diesen dunkelroten, bordeauxroten Fronten verbirgt sich unsere IKEA-Küche, unsere alte weiße. Bevor wir hier eingezogen sind und ich den Raum so pur gesehen habe, habe ich mir eingebildet, ich brauche eine rote Küche. Das hat sich so verfestigt. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wie ich das umsetzen könnte und bin dann auf das Phoenix-Material gestoßen und auf diesen wunderschönen dunklen Rotton. Und ich habe dann eben nach diesem Rotton die Wandfarbe ausgewählt und habe dann die Leuchten passend dazu gefunden. Und da hat dann natürlich dieser weiße Heizkörper hier total rausgestochen. Und dann habe ich gesagt, hier, lackier den bitte direkt auch noch mit. Ja, hier haben wir noch, das liebe ich besonders, so eine kleine Sitzecke. Also vor allem, dass wir den Platz haben für so eine kleine Sitzecke in der Küche. Mir wurde erzählt, dass das hier eigentlich zu war und dass das so eine kleine Haushaltskammer war für die Hausfrau. Und da sitzen wir oder liege ich hier oft und essen was Leckeres. Und hier hängt ein Gemälde meines Wiener Urgroßvaters, der laut Sage der Familie an einem Händelknochen erstickt ist. Passt einfach für mich etwas morbide, aber es passt so gut in die Küche. Und da fühlt er sich auch wohl, merke ich. So, dann gehen wir mal weiter ins Esszimmer. Wie ihr schon seht, ist hier das gleiche Farbthema wie in der Küche.
Das hat sich für mich einfach so gut angefühlt, dass ich das hier fortführen wollte. Und das ist die gleiche erdige rote Wandfarbe und auch wieder die Decke gestrichen. Den Esstisch, den hatten wir schon in unserer vorigen Wohnung. Der ist aus den 60ern, ein altes Stück, und der war vorher weiß. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche hier noch einen anderen Farbton neben diesem erdigen Rot und habe den in diesem Knallrot lackieren lassen. Unter dieser wunderschönen roten Stahlabdeckung befindet sich eine große weiße Heizung. Das ist so das neueste Stück bei uns im Haus. Ja, von hier aus geht es direkt weiter in unser Wohnzimmer. Ja, ich finde gerade hier in dem Raum passt das mit dem Samt so gut und dann noch der Kontrast mit diesem wilden Teppich, um so ein bisschen die Klarheit von diesem Raum und das Geradlinige nochmal aufzubrechen, dass man so einen weichen, flauschigen Stoff hat, der total kuschelig und gemütlich ist. Und hier ist auch einer von vielen Lieblingsplätzen hier im Haus, wo ich super gerne sitze. Und ich bringe auch gerne von draußen aus dem Garten schöne grüne Dinge mit hier hinein. Das brauche ich auch so, diese Lebendigkeit von den Sträuchern und Bäumen von draußen. Und da habe ich Riesenglück, dass es so eine Vielfalt gibt bei uns im Garten, auch zu jeder Jahreszeit. Ja, ich werde oft gefragt, wie man die optimale Wandfarbe für einen Raum auswählt. Und ja, für mich gibt es da nicht wirklich Regeln. Und wenn es die gibt, habe ich wahrscheinlich hier in diesem Haus ordentlich dagegen verstoßen, weil ich auch relativ dunkle Räume in dunklen Farben gestrichen habe. Und ich würde das so angehen, dass ich mir überlege, mit welchen Farben man sich gerne umgibt, mit welchen Farben man sich wohlfühlt, welche Farben einem ein gutes Gefühl einfach geben, so rein intuitiv. Ja, dann gehen wir mal weiter nach oben. Dann geht es hier weiter ins Schlafzimmer. Kommt mal mit. Wie ihr schon seht, ist hier nicht viel in dem Zimmer. Das finde ich auch total angenehm so zum Schlafen, dass es recht hell ist im Gegensatz zu unten und dass einfach gar nicht so viel ist, sondern einfach schöne verschiedene Texturen und viel Textil. Und das Tolle an dem Raum ist, dass der sich so nach oben öffnet. Und zwar auch nicht symmetrisch, sondern so schräg. Und dass er einfach super hoch ist. Das gibt ein ganz schönes Gefühl. Ja, wir haben nur einen Fernseher im Haus. Und das heißt, wir machen abends hier einfach diesen Vorhang zur Seite und ziehen den Fernseher hier so schräg vor. Und ja, so ist das für mich die optimale Lösung, dass ich dieses Gerät nicht immer sehen muss. Ja, dann lass uns mal weitergehen in mein Arbeitszimmer. Ich habe das mal in einem Lieblingshotel entdeckt vor Jahren und wusste, wenn ich die Möglichkeit habe, dann möchte ich diese Tapete irgendwann mal wo einsetzen. Und für mich hat sich gerade dieser winzige Raum hier, der aber doch ja ordentlich Deckenhöhe hat, dafür angeboten, die Tapete zu wählen, auch mit dem großen Muster. Und ja, ist für mich so wie so eine kleine Höhle oder wie so ein Zelt, der Raum. Und die Tapete macht das ja dann eventuell noch so ein bisschen kleiner und ich fühle mich hier einfach total geborgen. Dann gehen wir mal weiter in unseren Fitnessraum. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Luxus, dass wir so einen großen Fitnessraum hier haben.
Und der Adrian und ich, wir machen beide schweres, mein Trainer würde sagen, wir machen schweres Krafttraining. Dann lass uns mal weiter ins Badezimmer gehen. Ich sehe so ein Badezimmer auch als Wohnraum und habe da gerne einfach so Wärme und Wohligkeit drinnen. Und hier wurden auch wie unten in der Gästetoilette die Fliesen überspachtelt und aufgefüllt bis oben und dann mit einer wasserfesten Farbe alles gestrichen. Ich habe dann noch die Spiegel hier eingesetzt, damit der Raum so ein bisschen größer wird. Ihr seht ja, ich kann hier gerade so stehen. Der Adrian ist ja ein bisschen größer und kann praktisch nur hier vorne noch stehen. Also das heißt, wir gehen dann so gebückt hier zur Badewanne, aber man gewöhnt sich an alles. Und da konnten wir auch glücklicherweise diese Schränke, die hatten wir schon im alten Haus, mitnehmen. Das war ein Schrank in unserem alten Haus und den hat der Schreiner dann geteilt und hat das hier als Waschtisch und hier hinten dann noch als Stauraum aufgehängt. Ja, jetzt gibt es noch einen Raum hier oben, den ich euch noch zeigen möchte. Und das ist unser Bügelzimmer. Und der Einzige, der hier hauptsächlich bügelt, ist der Adrian, seine Hemden. Und der kann hier, wenn er sich nicht hier stößt, kann er hier schön im Fenster mit seiner 1,95 stehen und bügeln. Und ich muss das nicht für ihn machen. Hier habe ich irgendwie erst nach so ein paar Monaten oder einem Jahr, glaube ich, war das gemerkt, dass irgendwas mit dem Raum hier nicht stimmt. Die Wände waren weiß, auf dem Boden lag der Linoleum, der hier drunter liegt, die Holzvertäfelung, die alte war da. Und daraus habe ich einfach für mich gelernt, dass ja, jeder Raum ist es wert, den schön herzurichten. Und wenn es die Rumpelkammer oder die Garage ist, dieses Gefühl, den Raum zu betreten, wenn er dann so hergerichtet und aufgeräumt ist, wie jetzt sagen wir mal ein Wohnzimmer, ist einfach so schön und man freut sich, die Tür zu öffnen. Der Adrian und ich, wir fühlen uns hier total wohl in unserem Haus. Und das war von Tag 1, also vom ersten Einzugstag war das an, dass wir uns einfach total wohl gefühlt haben. Wir durften hier unheimlich viel so verändern, wie wir das wollten. Und da sind wir einfach total dankbar dafür, dass das uns so möglich gemacht wurde. So, das war die Roomtour durch unser Zuhause, durch unser Pfarrhaus. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr spannende Geschichten über Wohnungen und Häuser erfahren möchtet, dann schaut hier rein und abonniert den Kanal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao!